Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Greisinger, für die nette Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen jetzt heute kurz unser Projekt Digitale Langzeitverfügbarkeit im Bibliotheksverbund Bayern kurz vorstellen darf. Dankeschön, geht's? Mit einem besonderen Fokus eben auf die zentrale Rolle, die Kooperation einnimmt im Projekt und darüber hinaus. Beginnen möchte ich gleich mit einem kurzen Gesamtüberblick. Das Projekt hat seinen Ursprung in einer Analyse des Iststands der Langzeitverfügbarkeit in Bayern, die vom IT-Beirat für das Bibliothekswesen in Auftrag gegeben wurde und von einer dafür gegründeten Arbeitsgemeinschaft dann durchgeführt wurde. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden 2017 in einem Bericht zusammengefasst und der hat empfohlen, zum einen, dass Lösungen entwickelt werden für den Langzeiterhalt von 3 Objektklassen. Das waren Retro-Digitalisate, Open-Access-Zeitschriften und Forschungsdaten. Die Auswahl basiert auf einer Umfrage, die die AG durchgeführt hatte an den bayerischen Hochschulen, Hochschulbibliotheken und Rechenzentren und die einfach ergeben hatte, dass bei diesen 3 Kategorien der höchste Bedarf bestand. Zum anderen hatte die AG geschlussfolgert, dass Langzeitverfügbarkeit als sehr umfangreiche und komplexe Herausforderung nicht von einer einzelnen Institution geleistet werden kann, weshalb die AG dann empfohlen hat, eine kooperativ organisierte, kombiniert zentral-dezentrale Infrastruktur oder die ZDI, wie wir die nennen, aufzubauen. Demgemäß ist das Projekt auch eine Kooperation der Universitätsbibliothek Regensburg, wo auch die Projektleitung liegt, UB Bayreuth und die Bayerische Staatsbibliothek mit der Verbundzentrale des Bibliotheksverbunds Bayern. Das Projekt ist dann 2019 gestartet, gefördert durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. In der ersten Projektphase, die 2 Jahre gedauert hat, wurden dann alle notwendigen Grundlagen geschaffen. Das heißt, es wurden eben die Modell-Workflows entwickelt für die 3 Objektklassen, genauso wie ein Geschäfts- und Kostenmodell und auch schon einige wichtige Unterlagen wie Preservation Policies zum Beispiel oder eine Mustervereinbarung für Datenübernahmen. Die zweite Phase, die jetzt noch bis 2025 läuft, steht im Zeichen der Konsolidierung und Nachnutzung. Was das konkret beinhaltet, darauf komme ich später noch mal kurz zurück. Ziel der Arbeit im Projekt ist es, einen LZV-Service aufzubauen, der allen bayerischen Hochschulen und ihren Bibliotheken angeboten werden kann, perspektivisch dann auch weiteren Einrichtungen über den Hochschulbereich hinaus. Das also ganz kurz zur Einführung, um die Umsetzung des kooperativen Grundgedankens jetzt genauer zu beleuchten, möchte ich gerne die Architektur unserer Infrastruktur auf 3 aufsteigenden Ebenen zeigen. Angefangen bei der Konzeption des LZV-Systems nach den Standards des OARS, des Open Archival Information System. Das sind Sie hier jetzt kurz dargestellt, zur Erinnerung oder für den Fall, dass es nicht jedem im Detail bekannt ist. Man sieht hier grob dargestellt den Weg der Daten von einem Produzenten oder einer Produzentin durch das Archivsystem hindurch bis hin zu Nutzerinnen, die früher oder später wieder auf die Daten zugreifen. Die zentrale Eigenschaft des OARS ist das Verständnis des Archivs als ein System, in dem technische und personelle Strukturen untrennbar miteinander verbunden sind. Das heißt, digitale LZV ist hier eben kein rein technischer Prozess, sondern einer, der Verwaltungsressourcen, Managementressourcen braucht, Datenmanagement genauso wie institutionelles, der finanzielle Ressourcen braucht, Expertise in wissenschaftlichen Fragen, in rechtlichen Fragen und der somit ein intrinsisch kooperatives Unterfangen ist. Im Projekt des BVB ist dieser Standard dann auch auf der nächsten Organisationsebene in der zentral-dezentralen Infrastruktur umgesetzt. Die sehen Sie hier schematisch dargestellt. Die Grafik zeigt die in der ZDI momentan aktiven Institutionen. In der Mitte natürlich die Projektpartner und außenrum sehen Sie die Institutionen, mit denen wir in der technischen Nachnutzung zusammenarbeiten. Das sind einige Universitätsbibliotheken, eine Einrichtung aus den Reihen der Hochschulen für angewandte Wissenschaft, technischen Hochschulen. Sie sehen auch schon ein Forschungsinstitut, das IOS, das ist das Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung in Regensburg. Sie sehen die Governance-Elemente, die die ZDI untermauern. Das ist zum einen der BVB-Verbundrat, der die ganze Infrastruktur betreffende grundsätzliche Entscheidungen trifft und die AG LZV, die hat eine bündelnde und beratende Funktion und in der sind alle in der ZDI aktiven Institutionen vertreten. Und zu guter Letzt, aber ganz wichtig, das Leibniz Rechenzentrum, das ist der Partner im technischen Betrieb.
Die Verantwortung für den dauerhaften und den täglichen Betrieb der ZTI ist dann gemäß dem kooperativen Grundgedanken auf alle Partner verteilt. In jeder Hinsicht zentral sind Betrieb und Wartung der Archivsoftware durch die Verbundzentrale. Die Software, die im Einsatz ist bei uns, ist Rosetta von Exlibris. Und ebenfalls zentral Speicher und auch die Server des Leibniz Rechenzentrums. Dezentral verteilt sind dann spezifische Kompetenzen und Leistungen. Das beinhaltet zum Beispiel Beratung von Forschenden vor Ort, also die Kommunikation mit der Wissenschaft, schwerpunktmäßig auch nach den Objektklassen, wofür die Partner dann als Kompetenzzentren fungieren. Auch an einzelnen Institutionen verortet sind die Entwicklung und die Implementierung der technischen Lösungen, die auch für die weitere Nachnutzung offen zur Verfügung stehen. Und zu guter Letzt tragen die Partnerinstitutionen dann auch zur weiteren Vernetzung aus der ZTI heraus bei. Dazu komme ich gleich nochmal. Vorher möchte ich Ihnen aber jetzt eben einen kurzen Überblick geben über die aktuelle Arbeit in der zweiten Projektphase, auch um ein paar konkrete Beispiele zu geben für die Früchte der zentral-dezentralen Kooperation. In der ersten Phase wurden, wie anfangs schon kurz erwähnt, eben die Modell-Workflows für die 3 Objektklassen entwickelt, auch schon getestet teilweise. In der zweiten Phase werden die jetzt weiterentwickelt, an die lokalen Gegebenheiten bei den Nachnutzungspartnern angepasst und im nächsten Schritt dann noch für den Produktivbetrieb ausgerollt. Im Detail gibt es hier einmal für Forschungsdaten eine Schnittstelle zur Spiegelung von vollständigen institutionellen Repositorien ins Archivsystem, also nach Rosetta. Die Schnittstelle wurde an der UB Regensburg für das Repositorium des IOS, also das Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung, entwickelt. Und für Daten, die noch nicht, wie das eben in einem bestehenden Repositorium der Fall ist, kuratiert und mit Metadaten versehen sind, gibt es den FD-Organizer, der ist eine Zusammenarbeit der UBs Bayreuth und Regensburg und ist ein webbasiertes Tool, mit dem Forschende ihre Daten selber verwalten können, mit Metadaten anreichern und für den Ingest nach Rosetta aufbereiten können. Dann für die Open Access Zeitschriften wurde in Regensburg ein Workflow für Publikationen aus Open Journal Systems entwickelt. OJS wird hier gewählt, einfach weil es im BVB sehr weit verbreitet ist. OJS hat eine eigene Exportoption, die auch für die Langzeitarchivierung gedacht ist. Die kann aber nicht alles, was sie unserer Ansicht nach sollte. Darüber können nämlich nur publizierte Artikel und die Angaben zu Autoren und Autorinnen archiviert werden. Nicht aber alle anderen Informationen, die OJS auch noch hat. Das sind Manuskriptversionen, Reviews, redaktionelle Diskussionen und Entscheidungen und auch die Daten aller anderen Mitwirkenden neben den Autoren und Autorinnen. Im Sinne der dauerhaften Überprüfbarkeit und der Nachvollziehbarkeit des vollständigen wissenschaftlichen Prozesses sind diese Informationen aber ganz genauso wichtig wie die publizierten Artikel. Und deswegen gibt es nun eben diese Lösung, die das für OJS auch leisten kann. Und für die Objektklasse Digitalisate passiert die meiste Arbeit an der Verbundzentrale in Zusammenarbeit wieder mit der UB Regensburg und auch der UB Erlangen-Nürnberg. Hier gibt es Lösungen, die verschiedene Systeme mit Rosetta verbinden. Das ist einmal Kitodo, ist auch eine sehr weit verbreitete Software. Der entsprechende Workflow bringt Digitalisate, die mit Kitodo erstellt wurden, zunächst ins Archivsystem und dann können die auf der anderen Seite sozusagen mit beliebigen Viewern, zum Beispiel dem IIIF-Viewer, angezeigt werden. Der zweite Workflow bereitet Digitalisate für Darstellung in Digitool auf, auch nachdem sie zunächst in Rosetta abgelegt wurden. Dieser Workflow eignet sich auch besonders deswegen sehr gut zur Nachnutzung, weil der Bayerische Multimedia-Server ja auf Digitool basiert. Die Workflows sind alle im Testbetrieb, im letzten Fall hier mit Objekten aus einem Bavaricom-Projekt, das die Rechnungsbücher des Regensburger Katharinenspitals digitalisiert hat. Aber auch der FD-Organizer verarbeitet schon reale Forschungsdaten, der OJS-Workflow verarbeitet Regensburger Zeitschriften, sodass die Lösungen alle einsatzbereit sind. Voraussetzung dafür, dass sie auch produktiv gehen können, ist aber auch die Arbeit im zweiten Hauptbereich im Projekt der Governance. Und da war es besonders wichtig, dass der rechtlichen Rahmen von Datenübernahmen abschließend geklärt wurde. Das heißt, es mussten also die Mustervereinbarung, das Geschäfts- und Kostenmodell aus der ersten Phase auch zu einsatzbereiten Dokumenten werden. Als Grundlage dafür haben wir dann nochmal abgeglichen mit Vereinbarungen, die uns aus anderen Einrichtungen und Initiativen in anderen Bundesländern vorlagen. Und wir haben unsere Unterlagen dann in 2 Workshops ausgearbeitet.
Die Hauptthemen, mit denen wir uns da befasst haben, waren zunächst grundlegend mal die Struktur der rechtlichen Beziehungen, also einfach die Frage, wer eigentlich mit wem was vereinbaren muss. Im Zuge dessen haben sich da als besonders knifflige Themen herausgestellt der Umgang mit verwaisten Daten, der Datenschutz und die genaue Ausgestaltung des Kostenmodells. Wir haben es aber zu einem Ergebnis geschafft und das lässt sich ganz kurz zusammenfassen in eine Aufteilung in eine Kooperationsvereinbarung, die jede teilnehmende BVB-Institution, also eine UB zum Beispiel, mit der Staatsbibliothek als Rechtsvertreterin der Verbundzentrale abschließt und die alle Grundlagen des Angebots und auch der Zusammenarbeit festhält. Die zweite Unterlage ist die Datenübernahmevereinbarung, die individuelle Forschende oder auch Institutionen außerhalb des BVB mit der eigenen oder einer geeigneten Universität oder Bibliothek schließen. Und die Datenübernahmevereinbarung erklärt dann alle Details zu jeder einzelnen Datenübernahme, also zum Beispiel sowas wie die Archivierungsdauer, die Bedingungen des Zugriffs auf die Daten oder auch die Finanzierung. Und beide Dokumente haben dann noch mehrere Anlagen, die weitere technische und rechtliche Details abdecken. Auf unserem Weg zum Produktivbetrieb war das auf jeden Fall neben der Finalisierung der technischen Workflows der wichtigste Schritt. Wir sind aber natürlich auch noch bei anderen Themen aktiv. Zum Beispiel arbeiten wir hin auf die Anbindung von Institutionen außerhalb des Hochschulbereichs an die ZDI. Wir versuchen das Thema LZV auch an eine breitere Öffentlichkeit heranzutragen, ganz aktuell, besonders durch den Aufbau einer Website, lzv-bayern.de, die wird jetzt im Oktober live gehen und enthält dann alle Informationen, die Interessenten am Angebot benötigen. Und wir wollen unsere verschiedenen Kooperationen aus der ZDI und dem Projekt heraus ausweiten und vertiefen, was mich dann auch zur dritten und zur breitesten Organisationsebene bringt. Wir tauschen uns hier nämlich aus, zum einen mit Komplementärprojekten auf Landesebene im Bereich Forschungsdatenmanagement, E-Humanities interdisziplinär und LAVE, das sind beides Projekte der LMU München und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Forschungsdaten sind im Vergleich zu unseren anderen beiden Objektklassen extrem heterogen. Das heißt, gerade da sind Standardisierung und intensiver Austausch sehr sinnvoll. Zusammen mit LAVE ist da zum Beispiel jetzt auch ein Best Practice Guide entstanden, der ist gerade im August fertig geworden. Auf Bundesebene ist das Projekt in verschiedene Netzwerke eingeklinkt. Nestor ist ein Kompetenznetzwerk zur Langzeitarchivierung. Das ist an der Deutschen Nationalbibliothek angesiedelt und hat sich jetzt gerade als Verein konstituiert, besteht aber in der einen oder anderen Form schon seit gut 20 Jahren. Die UB Regensburg ist da seit Januar diesen Jahres Mitglied und wir beteiligen uns da an verschiedenen Veranstaltungsformen, Tagungen zum Beispiel oder auch Webinare, die Nestor anbietet und in der einen oder anderen Arbeitsgruppe. ZDI ist auch an die NFDI, die Nationale Forschungsdateninfrastruktur, angebunden. Da ist zum einen die BSB vertreten in 2 geisteswissenschaftlichen Konsortien, For Memory and for Culture, und die UB Bayreuth ist vor allem aktiv in der konsortienübergreifenden Arbeitsgruppe Longtime Archival. Und zu guter Letzt die Coop LZV, die ich Ihnen jetzt zum Schluss noch ein bisschen genauer vorstellen möchte. Die Coop LZV ist eine informelle Kooperation. Das heißt, was Sie hier sehen, ist auch kein offizielles Logo. Wir haben uns aber bei der Bibliocon dieses Jahr in Hannover auch zusammen vorgestellt. Deshalb gibt es ein Farbschema. Entstanden ist die Coop LZV daraus, dass 3 Landesinitiativen aus Hessen, Nordrhein-Westfalen und natürlich Bayern alle, wie Sie an dem kurzen Überblick hier sehen, ungefähr zur gleichen Zeit damit begonnen haben, LZV-Services aufzubauen. Die 3 Initiativen hatten alle von Anfang an einiges gemeinsam. Zum Beispiel ist bei allen Rosetta als Archivsoftware im Einsatz. Alle setzen einen Schwerpunkt auf den Erhalt von wissenschaftlichen und kulturellen Datenbeständen und einige organisatorische Ansätze wie die verteilte kooperative Struktur sind parallel. Das heißt, die Herausforderungen und die Probleme, mit denen jede Initiative im Laufe der Zeit so konfrontiert ist, sind gleich oder oft zumindest sehr ähnlich. Deshalb schien es sinnvoll, einen Rahmen zu schaffen, in dem man Erfahrungen austauschen kann und sich letztendlich einfach gegenseitig dabei unterstützen kann, nicht bei jedem Schritt das Rad neu erfinden zu müssen. Der erste Austausch fand dann im Juni letzten Jahres statt.
Seitdem haben wir mehrere Weggefährten dazugewonnen. Zunächst die SUB Hamburg im August 2022. Die hatte da gerade ganz frisch auch einen ministeriellen Auftrag zum Aufbau einer LZV-Lösung bekommen. Und dieses Jahr sind dann dazugekommen zunächst die TIB Hannover, die schon sehr langjährige und auch sehr weitläufige Expertise mitbringt, wie auch die Sächsische Staatslandes- und Universitätsbibliothek, die SLUB Dresden und der Kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg, wo wiederum auch eine andere Softwarelösung als Rosetta zum Einsatz kommt, nämlich Archivematica. Die Coop LZV trifft sich in regelmäßigen Abständen in der Gesamtgruppe, um sich über übergreifende Themen auszutauschen. Die werden Sie gleich noch ganz kurz sehen. Wir tauschen uns aber auch in 2 AGs aus. Die AG Dokumente und Kooperation bespricht sich zu organisatorischen Aspekten und zu Best Practices, zu Themen, bei denen es ganz besonders sinnvoll erscheint, Informationen und Erfahrungen zu bündeln, wie zum Beispiel Dateiformatwahl, die ja sehr relevant ist für die Langzeitfähigkeit von Daten und die Forschende bei der Datengenerierung, aber auch Archive bei der Datenübernahme bedenken müssen. Und wir tauschen uns auch aus zu anderen umfangreichen Themen wie der Erstellung von Policies und eben wie der Umgang mit verwaisten Daten und Datenschutz. Die AG Technik beschäftigt sich mit Tools für die Datenverarbeitung, mit der Anbindung von Quellsystemen. Das sind auch beides sehr breite und vielfältige Bereiche, in denen Austausch auch einfach nur hilft, einen Überblick zu behalten. Und sie beschäftigt sich mit technischer Dokumentation und Standardisierung. Und gerade dieser letzte Punkt fließt ganz stark auch ein in die Zielsetzung der Coop LZV als Ganze, mit der ich jetzt dann auch schließen möchte. Sie haben gesehen, dass die Coop LZV noch vergleichsweise jung ist, gerade mal etwas über ein Jahr alt. Und bei allem, was in der Zeit schon passiert ist, haben wir natürlich auch noch Pläne für die Zukunft. Ein Ziel, das wir uns auf dieser Ebene genauso wie auf Projektebene gesetzt haben, ist die hohe Relevanz der Langzeitverfügbarkeit für Wissenschaft und Kultur in der öffentlichen Wahrnehmung zu stärken, nicht zuletzt, weil ein breites Bewusstsein für die Relevanz hoffentlich auch das Bewusstsein stärkt, dass beim Thema LZV noch an sehr vielen Stellen verstetigte Strukturen gebraucht werden. Wir streben da auch eine engere Zusammenarbeit mit Nestor an. Allerdings nicht nur da, mehrere Teilnehmer in der Coop LZV sind auch Mitglieder bei Nestor. Sie haben gesehen, dass die Coop LZV im Hochschulbereich verortet ist, während das Einzugsgebiet von Nestor sehr viel breiter ist. Das heißt, da bietet es sich natürlich besonders an, Synergien noch weiter auszuloten. Das Gleiche gilt auch für ein intensiveres Engagement im Forschungsdatenmanagement und der LFDI. Zusammenlaufen können diese engeren Kooperationen dann idealerweise in der Erarbeitung von Best Practices mit einem größeren, diverseren Pool von Partnern. Ein letzter, aber sehr wichtiger Punkt, der auch nur von einer möglichst breiten Kooperation profitieren kann, betrifft die Frage, was passiert mit langzeitarchivierten Daten, wenn ein Archiv aus technischen, finanziellen, politischen oder wie auch immer gelagerten Gründen nicht mehr agieren kann. Wie werden die Datenbestände dann erhalten? Und das ist ein Thema, das ganz allgemein noch intensiverer und detaillierterer Aufmerksamkeit bedarf, als es momentan bekommt. Deshalb steht das Exit Agreement anders als hier ganz weit oben auf unserer Agenda. Zusammengefasst ist das Ziel der Coop LZV und auch des kooperativen Grundgedankens, der das Projekt des Bibliotheksverbunds Bayern ausmacht, einen Beitrag zu leisten zu einer möglichst breiten Standardisierung von Verfahren und Lösungen in allen Bereichen der Langzeitverfügbarkeit, technische und organisatorische, weil nur so ein bestmögliches, lückenloses, deutschlandweites LZV-Angebot geschaffen werden kann. Vielen Dank.